Mohr-Siebeck ist ein international tätiger Fachverlag mit Sitz in Tübingen und 50 Mitarbeitern. Seit nunmehr 225 Jahren stehen wir für Exzellenz im Dienst der Wissenschaft. Mohr-Siebeck ist für mich der Verlag, der mit seinen inhaltlich qualitätsvollen und hervorragend produzierten Büchern und Zeitschriften für den Grundstock der rechtswissenschaftlichen Bibliothek in Deutschland verantwortlich ist. Wir veröffentlichen rund 400 Bücher im Jahr, darunter viele Nachschlagewerke sowie über 20 Zeitschriften. Am Anfang steht immer eine Idee oder ein Manuskriptangebot. Wir bekommen hier im Lektorat Manuskriptangebote, manchmal auch einfach nur eine Idee, die zum Beispiel sich um ein Lehrbuch dreht, und wir bringen das Ganze dann zur Publikation. Die Auswahl der Bücher erfolgt anhand von wissenschaftlicher Qualität und der Frage, ob das Buch in das Programm in eine Reihe passt. Wir werden da sehr unterstützt von den Herausgeberinnen und Herausgebern unserer Buchreihen, deren Arbeit für uns immens wichtig ist. Das läuft so, dass jeder Autor, jede Autorin ein festes Publikationsteam zugewiesen bekommt, also feste Ansprechpartner in Lektorat, Herstellung und Marketing. Und wir begleiten und beraten die Autoren dann durch alle Phasen des Prozesses und stehen für Fragen zur Verfügung. Wenn ein Projekt angenommen wurde für das Verlagsprogramm, dann geht es hier im Lektorat weiter mit der Manuskriptprüfung. Das heißt, es geht um sprachliche, um formale Dinge, quasi nie um Inhalte, denn was wir machen, ist Wissenschaft und da verbietet sich eigentlich jede Einmischung. Und wenn alles passt, also das Manuskript satzreif ist, dann geht es weiter in die Herstellung. Und wir bereiten das quasi für den Satz auf. Die vorliegende Textstruktur wird im Anschluss in unsere Haustypografie übertragen und für die Setzereien vorbereitet. Und mich freut immer so, wenn ich Bücher von Mohr-Siebeck zur Hand nehme, dass es bis heute so ist, dass man den Eindruck hat, hier wird mit Liebe und Sorgfalt und ästhetischem Fingerspitzengefühl ein Buch gemacht. Während die Herstellung das Manuskript für den Druck vorbereitet, beginnt bereits die Arbeit im Marketing. So wie jedes andere Produkt müssen wir natürlich den Leuten mitteilen, dass es dieses Produkt gibt. Schon während der Titel in Produktion geht, beginnen wir im Marketing damit, den Werbetext in Zusammenarbeit mit den Autorinnen und Autoren zu erstellen, damit wir den Titel in unserem Mohr-Kurier ankündigen können und auch schon auf der Website. Nach der finalen Freigabe werden die Datensätze vom Innenteil und vom Umschlag an die Weiterverarbeitung übergeben. Von jedem Buch erscheint auch eine E-Book-Version, da steht die Barrierefreiheit im Fokus. Und nach der Produktion dauert es nur wenige Wochen, bis das fertige Buch im Lager eintrifft oder in der E-Library verfügbar ist. Wenn das Buch im Lager eintrifft, dann werden bei uns zuerst die Vormerker und die Reihenfortsetzer bearbeitet und gleichzeitig wird das Buch eben freigeschaltet für den freien Verkauf auf der Website sowie über den ganz normalen Buchhandel, wie auch über die ganzen Bibliothekslieferanten. Mit dem Erscheinen des Buches setzt auch die begleitende Marketingarbeit ein. Dann beginnt für uns im Marketing die Arbeit der Bewerbung, indem wir den Titel in unserem Newsletter ankündigen, den Rezensionsorganen zur Rezension anbieten und eben auch auf Fachtagungen weltweit vorstellen und präsentieren. Außerdem haben wir natürlich soziale Medien, die wir ebenfalls mit unseren Titeln bespielen. Das fertige Buch gelangt in die Bibliotheken durch hauptsächlich den Buchhandel, der sowohl national als auch international unser wichtigster Partner ist. Wir haben Kontakte von Nordamerika bis nach Australien, von Lateinamerika bis Japan. Enge Beziehungen. Der Buchhandel ist derjenige, der für uns die allermeisten Bestellungen entgegennimmt. Ja, das ist also die verlegerische Wertschöpfungskette, wie sie sich nach vielen Veränderungen im Laufe der Jahre herausgebildet hat. Wobei wir unseren hohen Ansprüchen an Qualität und Service immer treu geblieben sind. Denn so wie sich die Welt andauernd weiterentwickelt, können wir nur bleiben, wer wir sind, wenn wir uns mitverändern. Also ich sehe sie eigentlich als einen Leuchtturm. Und zwar ein Leuchtturm im Wesentlichen in qualitativer Hinsicht. Das ist, glaube ich, nach wie vor der führende juristische Verlag in Deutschland. Es ist bewundernswert, wie der Verlag trefflich immer ein- und ausatmet, sich neuen technischen Herausforderungen stellt, publizistisch auf der Höhe der Zeit bleibt. Das als mittelständisches Unternehmen im Becken von großen Marktteilnehmern, wie man zum Beispiel kreativ mit Open Access umgeht. Und ich bin mir auch sicher, dass das gelingen wird zum Bereich generative KI.
Für die nächsten möglichst vielen Jahre, sage ich mal, wünsche ich Mosebäck vor allem, dass sie an ihrem unerschütterlichen Glauben an die Qualität festhalten werden. Möge es so weitergehen. Das ist wirklich ein so schöner Verlag mit einer so großen Geschichte. Das möge die nächsten 225 Jahre auch noch genauso weitergehen und noch viele, viele, viele Jahrhunderte danach.